Ein Renault 5, und zwar ein ganz, ganz seltener Baccarat aus Frankreich. Zufälligerweise will Tonis Autohandel dieses Auto kaufen, aber wir werden es ihm nicht verkaufen. Ja, ich bin hier in Berlin-Pankow, im französischen Buchholz heißt das hier genau. Und es ist immer wieder lustig, wenn man hier so durchläuft, was man hier für Autos sieht. Ein Renault 5, und zwar ein ganz, ganz seltener Baccarat, so hieß er in Frankreich. Das war die Edelversion der zweiten Generation des Renault 5, der intern auch Super 5 genannt wurde. Also ein Renault 5 Baccarat aus Frankreich. Wurden auch nur in Frankreich produziert. In Deutschland wurden sie, glaube ich, unter dem Namen exklusiv produziert. Es gab nur 4000 Stück von diesen Fahrzeugen in dieser Variante. Zufälligerweise habe ich einen Schlüssel dabei. Und ich weiß gar nicht, wie lange der hier steht. Und wir gucken jetzt mal, ob ein Renault 5 einfach mal so anspringt. Also ein Renault 5 mit Ledersitzen, Lederlenkrad, Servolenkung, Automatikgetrieben, elektrischen Fensterhebern und so weiter. Wie gesagt, wir reden hier von einem Kleinstwagen. Nee, springt nicht an. Auto hat überhaupt gar keine Batterie, keinen Strom. Das ist ein 1,7 Liter Motor mit, glaube ich, so um die 60 PS. Da passt auch nicht viel Größeres mehr rein. Wenn man sich überlegt, die haben sogar Turbomotoren hier reingesetzt mit bis zu 120 PS. Und naja, man sieht ja schon ganz schön im Vergleich zum ersten Renault 5, der noch weitestgehend auf dem R4 basierte, ist dieser Motor hier quer eingebaut und nicht mehr längs wie bei der ersten Version. Also es ist schon ein relativ modernes Kleinwagenkonzept. Der hat auch eine ganz andere Plattform als der erste Renault 5. Und die Designer haben sich schon so ein bisschen Mühe gegeben, naja, das noch so ein bisschen an den ersten R5 anzulehnen, das Design. Und jetzt macht Renault ja Furore mit einem Elektroauto, was auch Renault 5 wieder heißt. Also man macht quasi so eine Retrowelle und orientiert sich halt optisch sehr stark an der zweiten Generation des R5. So, jetzt gucke ich mal, ob das hier einfach nur der Grund ist, dass diese Batterie hier... Nee, leider nicht. Also um dieses Auto zu starten, brauchen wir tatsächlich ein Ladegerät erstmal, ein Booster. Aber gut, wenn wir den Motorraum schon aufhaben. Also, wir reden hier von einem Auto aus den 80er Jahren. Ein Kleinwagen. Also Konkurrenz war damals VW Polo, Peugeot 205, Opel Corsa, Ford Fiasco, diese Dinger. Und dieser hier hat eine Servolenkung, sieht man hier an diesem Ausgleichsbehälter, hat ein Automatikgetriebe, Ledersitze, elektrische Fensterheber. Also bei VW, beim Polo, wenn ich mich richtig erinnere, gab es mal gerade so als Sonderversion einen rechten Außenspiegel und vielleicht eine beheizbare Heckscheibe. Das war es dann auch. Und Renault hat damals hier so eine kleine Luxuswelt gebaut. Läuft. Servolenkung. Ja, der Renault 5 Super 5, wie die zweite Generation hieß, ist halt ein wirklich sehr moderner Kleinwagen zu der damaligen Zeit gewesen. Im Prinzip werden die kleinen Autos heute noch so gebaut, nicht? Quer eingebauter Motor, Vorderradantrieb,
Hinten hat dieses Auto auch noch Drehstäbe, also wie der erste R5 und auch der Renault 4. Das war halt unglaublich platzsparend. Dadurch hatte man hier hinten eine relativ gute Möglichkeit, noch Platz zu schaffen. Und das war halt, wie das bei den französischen Autos halt so üblich war, immer auch sehr komfortabel. Also die haben halt sehr lange Federwege und sind dadurch halt relativ weich. So, ich will euch jetzt auch gar nicht langweilen hier mit einer großartigen Modellhistorie. Was an diesem Auto tatsächlich spannend ist, halt diese Sonderedition Baccarat. Also das war wirklich so eine High-End-Version. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass in Frankreich das Auto einen ganz anderen Stellenwert hat als in Deutschland. Ja, in Deutschland hat man halt Status durchs Auto geschaffen. Also man fuhr halt eine große Limousine oder einen großen Kombi oder jetzt halt riesen SUVs. In Frankreich war das ganz anders. Die Leute, die sehr, sehr viel Geld haben, fuhren auch kleine Autos, weil es einfach praktischer war. Also in Paris fährt man halt keine Riesenautos. Und in Aix-en-Provence und in Marseille auch nicht, weil das einfach viel zu eng ist. Und dann fährt man halt einen schönen kleinen Wagen. Ja? Und deswegen ist diese Kleinwagentradition in Frankreich, beginnend mit der Ente oder dem R4 und dann über den R5, Peugeot 205 und diese Geschichten, hat eine lange und bedeutende Tradition. Und dann gab es halt die Überlegung, naja, wenn ich schon so ein kleines Auto fahre, kann ich es mir in diesem kleinen Auto auch richtig gemütlich machen. Das heißt, es gab so Versionen wie diesen Baccarat oder beim Peugeot 205 hieß das Gentry, wo man halt alles reingeproppt hat, was man auch bei großen Limousinen, also bei durchaus teureren Autos hatte. Also wie Leder, Servolenkung, elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung. Das gab es beim VW Polo nicht, beim Opel Corsa auch nicht. Das war nicht mal ansatzweise angeboten. Dennoch waren diese Autos halt relativ teuer. Also der hat so um die 20.000 Mark damals gekostet, was schon viel Geld war. Und dementsprechend selten sind sie. Also dieses Auto ist im Prinzip wirklich eine kleine Mauritius. Also man findet ihn nicht mehr oft. 4.000 Stück wurden gebaut. Wie viele jetzt noch existieren, weiß ich nicht. Aber es gibt wahrscheinlich nur noch eine Handvoll. Das heißt, dieses Auto ist nicht ganz unwertvoll, obwohl es auch in diesem Zustand halt nicht mehr dolle ist. Man muss halt viel dran machen. Ich zeige euch das jetzt mal. Das ist immer so der Nachteil von High-End-Versionen. Also hier hat schon mal irgendein findiger Tüftler, um nicht zu sagen Stümper, diese äh, Türverkleidung runtergerissen. So sieht sie jetzt aus. Ja, hier sind also alle Clips weggebrochen. Dann hat man hier versucht, mit Mumpe das irgendwie noch hinzukriegen. Solche Clips kriegt man noch irgendwie, wenn man lange sucht. Und diese Türpappe ist auch noch irgendwie wieder herzustellen. Hier hat man mit Silikon oder was versucht, irgendwie was einzukleben. Dieses Material, das ist so eine Art Kordstoff. Diese Türpappen wird man tatsächlich nicht mehr finden. Also wer sowas findet, hat wirklich ein riesen Glück. Dazu gibt es dann noch diese obere Leiste, die war hier dran. Die hatte auch nur dieses Modell Baccarat. Ja, also das gab es bei den normalen Versionen überhaupt nicht. Auch hier sind die Clips weg, aber das ist auch noch zu retten. Also das kann man schon mal machen, ist aber auch bestimmt einen halben Tag oder länger Arbeit. So, dann Ledersitze. Haben immer das Problem, wenn sie nicht gepflegt werden, gerade bei französischen Autos, wo die halt immer sehr weich waren, also viel dicker Schaumstoff drin war, reißen irgendwann die Nähte. Ein guter Sattler stellt diesen Sitz wieder her und muss auch kein neues Leder beziehen. Wenn man den vernünftig einfettet, hat man hier, glaube ich, Glück und kann das weitermachen. So, das sind zum Beispiel so Sachen, die gibt es nicht mehr für Geld und gute Worte. Die Original Baccarat Fußmatte. Ganz dickes Gewebe, fast wie beim Bentley, oder? Ist das nicht verrückt? Also wahnsinnig schön. Aber wenn es weg ist, ist es weg. Gibt es nicht mehr. Im Fahrerraum ist sie nämlich leider schon weg. Und ob man die jemals wiederkriegt, also das wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Das ist immer so der Nachteil an diesen High-End-Ausstattungen, also da den ganzen Kram wieder zusammenzukriegen. So, und die Karosserie selbst, also der zweite R5 war wesentlich rostgeschützter als der erste. Also Rost ist hier gar nicht so das wahnsinnige Thema, zumal dieses Auto auch im Süden von Frankreich gelaufen ist, da ist das jetzt auch nicht so dramatisch gewesen. Der Lack ist natürlich runter, also hier muss man mal ein bisschen polieren, kriegt man aber wieder hin. Aber im Prinzip ist diese Substanz von diesem Auto eigentlich ganz schön. Hier der Kotflügel hat man einen leichten Schlag gekriegt, den müsste man mal vorsichtig wieder rausziehen. Ähm, Schön ist, dass halt alle Anbauteile da sind. Also gelbe Nebelscheinwerfer, toll, oder? Die Schriftzüge Baccarat,
sind alle noch vorhanden. Ich meine, sowas kann man heute nachplotten, das ist jetzt auch kein Riesenakt, aber es ist halt alles noch da. Die Schwellerverkleidung ist noch da, das wird auch schwierig sein, die zu kriegen. Die Zierleisten sind alle noch da. Ja, also das ist schon, äh, das ist schon was Tolles. Also Renault hatte eine lange Tradition mit diesen tollen High-End-Kleinwagen. Es gab vom R4 auch Le Parisien, eine kleine Sonderausstattung von dem kleinen Renault, dem ersten Renault 5 gab es Le Car. Das war auch so was Besonderes. Und jetzt halt hier dieser Baccarat. So, hier seht ihr nochmal die Türverkleidung, so wie sie aussehen muss. In diesem wahnsinnigen Material. Ja, das ist so 80er. Das ist wirklich klasse. Und da seht ihr auch nochmal die Original-Fußmatte. Da ist schon wieder von dem Lüftungsgitter was rausgebrochen. Also, und die Mittelkonsole ist eingebrochen. Das Radio ist natürlich auch Blödsinn, das gehört da nicht rein, das ist viel zu neu. Da hat schon mal jemand was draufgeschraubt, das ist sehr schade. Hier ist auch ein Loch reingebohrt worden, das ist sehr schade. Ich meine, so Armaturenbrettverkleidung kriegt man noch. Frage ist halt nur, ob man die in der Farbe kriegt. So, technisch ist der R5 relativ unproblematisch. Das ist schon alles sehr eng. Ja, das ist im Prinzip, also nicht mehr der alte R4-Motor, aber hier gibt es auch noch eine Steuerkette. Das heißt, wenn die rasselt, sollte man die machen und diese Motoren neigen leider zur Überhitzung. Das heißt, man sollte immer ganz genau aufpassen auf den Flüssigkeitsstand, dass der Zusatzlüfter anläuft, dass er keine Stauhitze kriegt. Also Kopfdichtung ist immer ein Problem. Kopfdichtung ist bei diesen Motoren immer ein Problem. Ist jetzt auch nicht so ganz einfach mal am Nachmittag auf dem Küchentisch zu machen, weil wie gesagt Steuerkette. Die sollte man dann auch gleich wechseln. Teileversorgung ist schwierig. Also gerade in Deutschland hat man da manchmal ein Problem. Da sollte man schon nach Frankreich gucken. Da gibt es ein paar rührige Firmen, die sowas nachproduzieren oder sowas sich auf Lager gesetzt haben. Oder einfach mal nach Frankreich fahren. Es gibt ja noch diese Idylle, dass man da in Dörfern irgendwie Schrottplätze findet, wo nochmal so ein Renault 5 rumsteht und man, wenn man da nett ist, vielleicht mal sich ein paar Sachen rausschrauben darf, gegen Geld natürlich. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal so was ziemlich Spezielles hier für einen Kleinwagen. Also hier habt ihr noch einmal in der Ablage so ein separates lederbezogenes Staufach. Da konnte man so einen Regenschirm reinpacken oder kleine andere Utensilien. Ihr habt einen beleuchteten Kofferraum. Wie gesagt, ein kleines Auto, auch relativ selten. Wie gesagt, wenn das da ist, ist es gut. Das müsste man halt alles reinigen. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Problematik, ist bei diesen gehobenen Ausstattungen, dass sich natürlich auch dieses ganze edle Zeug auch wieder löst. Also hier seht ihr, dass hier zum Beispiel der Stoff schon weg ist. Den müsste man komplett neu beziehen lassen. Ja, mittlerweile gibt es ja auch solche Stoffe werden wieder hergestellt, aber man muss sich halt suchen, man muss halt jemanden finden, der das vernünftig macht. Es ist halt schon relativ viel Arbeit. So, ein großer Schwachpunkt bei diesem Auto ist der Scheibenrahmen. Diese Scheibe ist hier schon verklebt. Das heißt, hier seht ihr schon, hier bildet sich Rost am Scheibenrahmen. Also man kann davon ausgehen, dass hier unten drunter richtig viel Rost sitzt. Gerade hier in diesen Ecken, wo sich das Wasser sammelt. Hier auch, da ist er auch schon durchgerostet. Und hier gibt es ein Loch. Also hier müsste man auf jeden Fall mal gucken, wie das hier so weitergeht. Aber ihr seht schon, hier ist Handlungsbedarf. Also die Scheibe hier rauszunehmen ist natürlich ein Risiko, weil man diese Gummidichtung nicht mehr kriegt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man das noch kriegt. Und die Scheibe selber ist natürlich getönt. Ob man die neu wieder kriegt, wage ich auch zu bezweifeln. Ja, jetzt fahren wir hier Baccarat-mäßig durch die schöne Pankower Landschaft. Und
Ihr werdet gleich sehen, es werden die Straßen gleich schlechter, wie das hier so üblich ist. Und da spielt der kleine Renault 5 oder auch der kleine Freund, wie er immer so schön hieß, seine Vorteile tatsächlich aus durch diese Drehstabfederung an der Hinterachse und den langen Federwegen und diesen plüschweichen Sitzen hier. Und ja, es ist schon zunächst erstmal erstaunlich, wie agil dieses kleine Fahrzeug ist. Die waren ja damals alle wirklich leicht. Die wogen ja noch nicht mal 1000 Kilo. Und jetzt fahren wir hier durch eine wirklich schlechte Straße und wir haben hier wirklich ein relativ komfortables Fahrwerk. Also für so ein kleines Auto ist hier wirklich sehr viel Komfort. Und was das Fahrwerk nicht abfedert, das macht der Schaumstoff hier in den Sitzen. Ja, also wie gesagt, man hat hier sehr, sehr viel Komfort mit Noblesse, mit Leder und diesem wunderschönen Lenkrad hier, was so ein bisschen auch an den Motorsport von Renault erinnert. In Leder bezogen natürlich, alles in diesem eleganten beige-braun, so 80er Jahre mäßig. Das Auto hat ein Drehzahlmesser, ja, und relativ viele Instrumente, also Kühltemperatur. Dann hat es hier noch Öldruckanzeige, die nicht wirklich funktioniert. Aber er ist auch relativ agil, trotz dieses Automatikgetriebes, was immer noch ganz gut schaltet. Sein 3-Stufen-Automatikgetriebe, also für die Stadt reicht's. Über Land fahren wird er sehr hoch drehen. Aber ja, eigentlich ein tolles Auto, ein tolles kleines Auto. Wobei ich persönlich sagen muss, dass ich den zweiten Renault 5 eigentlich nie so richtig toll fand. Ich war eigentlich mehr immer ein Fan von dem ersten, mit dem längs eingebauten Motor. Und ich fand die Form auch einfach toller. Nichtsdestotrotz, ich erzähle mal kurz was zur Preisentwicklung. Also auch die zweiten Renault 5 werden relativ teuer. Besonders diese Sondermodelle wie dieser Baccarat, wie gesagt nur 4000 Stück produziert, findet man eigentlich gar nicht mehr auf dem Markt. Und dann natürlich noch diese Renault 5 Turbo oder GTE hießen sie dann auch, ohne Turbo. Das sind sehr spezielle Fahrzeuge, die sind sehr gesucht und dementsprechend auch teuer und gehen auch durchaus schon in den 5-stelligen Bereich. Noch teurer sind natürlich die ersten Renault 5, also besonders der Alpine mit dem Turbomotörchen. Also die sind heute sehr, sehr gesucht mit diesen schönen Alpine Leichtmetallfelgen. Da zahlt man also auch für einen vernünftigen Zustand 5-stellig. Also da geht es schon so ab 10.000, 11.000 Euro erst wirklich los. Also alles, was drunter ist, ist dann auch nicht mehr so dolle. Ja, und dieser Baccarat hier, also wer Lust hat, den kann man sich schon wieder fertig machen. Man muss halt auf einiges verzichten. Alles kriegt man nicht mehr hin. Aber naja, wenn man so ein bisschen handwerklich begabt ist und mit Kunststoff umgehen kann, kann man das schon wieder so ein bisschen instand setzen. Genau, ich kann ja mal nachfragen, ob er zu verkaufen ist, dann sage ich euch das nächstes Mal. Tschüss. Ba ba da ba da ba da ba ba.